Hallo, der Ben hier zum Drum Circle Gear Check Folge 2. Wir Drum Circle Facilitators sind immer sehr abhängig davon, dass die Instrumente, die wir benutzen, möglichst praktisch sind. Klar, Sound ist wichtig, aber wir müssen sehr viel transportieren. Die Instrumente müssen einfach zu handeln sein, einfach zu reinigen sein, sollten möglichst leicht sein, wenig Platz einnehmen und sollten auch trotzdem noch ganz gut klingen. Remo hat sich da was ausgedacht und hat aufgrund dieser Nötigkeiten die Versa-Serie entwickelt. Die Versa-Serie besteht im Wesentlichen aus 3 Trommelmodellen. Es gibt hier zum einen die Versa Tubano, also so die Basstrommel des Ganzen. Es gibt die Versa Timbo, also entsprechend einer brasilianischen Timba. Und es gibt die Versa Djembe. Das Besondere an Versa ist, dass das System unglaublich modular ist. Erstmal sind die Instrumente sehr, sehr leicht. Der Akustikon-Kessel ist sehr dünn und damit wirklich easy zu transportieren, easy zu tragen, was wirklich cool ist, wenn man 20, 30 Trommeln auf einmal tragen muss. Dann macht es wirklich Spaß, wenn die nicht zig Kilo wiegen. Dann ist es so, dass es jede dieser Trommeln, jede dieser Varianten in 3 Größen gibt. Es gibt immer diese 13 Zoll Größe, also ich spreche von dem Felldurchmesser. Es gibt das Ganze im 11 Zoll Durchmesser und im 9 Zoll Durchmesser. Das könnt ihr hier zum Beispiel bei diesem Tubano-Set sehen. Da haben wir hier eine 13 Zoll Tubano, so wie die hier. Es gibt hier hinten eine 11 Zoll Tubano und hier eine 9 Zoll Tubano. Und das Coole ist natürlich, dass diese 3 Tubanos auch wunderbar ineinander steckbar sind. Das heißt, ihr habt in einem Koffergriff, die Tubano ist mit einem schönen, bequemen Griff ausgestattet, habt ihr mit einem Koffergriff 3 Instrumente, beziehungsweise habt im Kofferraum Platz für noch viel mehr Zeug. Oder auch hier die Timbos könnt ihr auch sehen, ne, 13 Zoll, die schrumpft auch damit. Das heißt, die 11 Zoll und die 9 Zoll werden auch entsprechend kleiner. Ihr habt also auch eine eher mittlere Trommel und dann eher eine hohe Trommel mit der kleinen. Die nächste Besonderheit ist, die nächste Besonderheit sind die Felle. Die Felle, das sind vorgestimmte Felle. Ich kann hier mal eins abnehmen. So. Das ist so ein Versa-Fell. Wenn ich so ein Versa-Fell in der Hand halte, ich nehme mal das von der Djembe, habe ich erstmal im selben Moment eine Rahmentrommel in der Hand. Ja, das heißt, ich kann auch, wenn ich mal einen ganzen Schlag Rahmentrommeln brauche, einfach mal kurz meine Versa-Felle nehmen und schon habe ich die hier. Es gibt die Felle in 3 Stimmungen, also es gibt das hohe gestimmte Fell, das mittelgestimmte Fell und das tief gestimmte Fell. Die werden auch entsprechend so mit den Trommeln ausgeliefert, dass das hohe Fell bei der Djembe, das mittlere bei der Timbo und das tiefe bei der Tubano ist. Aber die sind komplett austauschbar. Also wenn ihr der Meinung seid, ihr würdet gerne mal ausprobieren, wie der Tubano-Kessel mit einem hohen Fell klingt, dann nehmt ihr das Fell einfach ab, zieht das hohe Fell drauf und hört mal, wie das klingen kann. Jetzt nehme ich die Felle gerade so einfach ab, weil ich die gerade natürlich auch vorher gelockert hatte. Beim Spielen ziehen die sich ein bisschen fest und lösen lassen die sich dann mit diesem kleinen mitgelieferten Tool. Da gibt es hier irgendwo so eine kleine Öse, seht ihr hier. Da lockt ihr das Tool einfach ein, diesen Hebel und hebelt damit, hebelt damit einfach das Fell auf. Dieses Set zum Beispiel, dieses Versa Sample Set aus den 3 Instrumenten, lässt sich auch ineinander stecken. Das heißt, ihr habt 3 13 Zoll Instrumente, 3 verschiedene, könnt ihr ineinander stecken, habt maximal noch so einen Turm und könnt auch das wieder wunderbar verpacken. Zum Beispiel in der dazu passenden Versa Duffelbag. Die Duffelbag ist so konstruiert, ich zeige dir gerade mal, die ist so konstruiert, dass annähernd jedes Versa Set, also mindestens 3 Trommeln, da auf jeden Fall reinpasst. Also selbst die 3 ineinander gestapelt passen hier rein. Ihr habt wieder einen schönen Griff oder sogar so einen Riemen zum um die Schulter hängen und könnt eure 3 Trommeln mitnehmen. Außerdem gibt es zu den Versa-Sets auch das Ganze auch noch in CST, in der Comfort Sound Technology. Das heißt, das sind diese gewebebespannten Felle mit diesem ganz sanften, obertonarmen Sound. Wenn ihr euch für Comfort Sound Technology interessiert, dann guckt euch bitte den entsprechenden Beitrag an, den es vom Gearcheck gibt zur Comfort Sound CST Technology. Das heißt also 4 verschiedene Stimmungen, 4 verschiedene Sounds, über 3 Trommeltypen, über jeweils 3 Größen. Wenn wir jetzt multiplizieren und eine Wurzel und Quadrat und eingemerkt, merkt ihr, dass die Versa-Serie echt viel
viele Sounds hat, mit echt wenig Gewicht, echt guten Preis, echt stabil. Natürlich ist der Kessel wieder aus Akustikon, wie bei Remo immer, und hat damit unglaublich holzähnliche Klangeigenschaften, ist dabei aber sehr widerstandsfähig, ist feuchtigkeitsresistent. Also wenn ihr mal im Regen trommeln müsst, ist nicht schlimm. Wenn ihr zum Beispiel in Kliniken trommelt und müsst die wirklich gut sauber kriegen, weil ihr ja in die klinische Anwendung wollt, kein Problem, Wasser, Seife draufgehen, da passiert überhaupt nichts. Als letztes vielleicht noch, auch ganz cool, häufig steht man vor dem Problem, dass man mit Anfängern trommelt, die jetzt nicht unbedingt wissen, wie man eine Trommel richtig ankippt, damit sie gut klingt. Das ist bei der Tubano schon mal kein Problem. Die hat nämlich Füße und unten Luftlöcher, das heißt, da kommt schon mal der ganze Sound raus. Das hat die Djembe nicht. Die Djembe steht wie eine Djembe eben komplett auf dem Boden. Man müsste sie also zum richtigen Spielen antippen. Wenn ihr aber mit Leuten arbeitet, die das zum ersten Mal machen, die das vielleicht nicht können, weil sie die es einfach motorisch nicht können, dann gibt es hier noch den Pyramidenständer von Versa. Passt übrigens auch zu jeder Menge andere Trommeln, also auch eine normale Djembe passt da drauf, sehr zu empfehlendes Teil. Und auf diesem Pyramidenständer könnt ihr ganz bequem die Trommel draufstellen. So, sitzt schön fest, habt ihr eure Luftlöcher. Ja, genau wie hier ich das schon bei der Timbo gemacht habe. Das ist die Versa-Serie, sehr zu empfehlen. Schnappt euch ordentlich viel davon, weil man kann es wirklich einfach tragen. Ich liebe das. Und ich sage Tschüss. Wir sehen uns demnächst wieder zur nächsten Folge vom Gearcheck. Das war der Ben. Macht's gut.